Du möchtest gerne nach Korea reisen und hast dich schon gefragt, wie das Ganze in Seoul am Flughafen ablaufen wird mit PCR-Test, Quarantäneunterkunft und so weiter und so fort. Dann bist du in diesem Video genau richtig, denn ich habe alle Informationen für euch gesammelt. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute alleine und wie ich schon im Intro erwähnt habe, wird es heute darum gehen, wie das Ganze abläuft in Seoul am Flughafen. Die meisten von euch werden in Incheon ankommen, das ist der internationale Flughafen in Seoul. Den kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Und da müsst ihr natürlich einiges beachten jetzt aufgrund von Corona. Kleiner Disclaimer, aber direkt am Anfang, es wird immer noch davon abgeraten, touristische Reisen nach Korea vorzunehmen. Korea ist ein Risikogebiet. Deshalb ja, aber einige haben sich das Video gewünscht, deshalb habe ich das gemacht. Es wird aber nochmal ein Part 2 kommen, wenn die Regelungen sich ein wenig gelockert haben. Also keine Sorge, das ist jetzt nur für die Leute, die einmal wissen wollten, wie das mit Quarantäne und so weiter da ablaufen wird. Die Leute, die sich jetzt gerade dort befinden, die wir ja alle auf TikTok und so weiter sehen, das sind meistens Auslandsstudenten. Verwechselt das bitte nicht, Leute. Denen ist das nämlich gestattet, dahin zu reisen, weil die dort ja wegen der Uni sind oder halt Leute wegen der Arbeit, aber zu rein touristischen Zwecken wird davon abgeraten. Habt das bitte im Hintergrund, denn es ist ein riesiger Aufwand und das werdet ihr jetzt gleich sehen. Ich werde euch das alles erzählen. Wenn ihr euch im Flieger befindet, auf dem Weg nach Seoul, kriegt ihr schon dort ein kleines Papierchen, was ihr ausfüllen müsst. Deshalb bitte im Handgepäck immer einen Stift dabei haben, der auch schreibt. Das wird euch einige Zeit ersparen, denn sonst müsst ihr am Flughafen noch irgendwie einen Stift organisieren. Diesen Zettel müsst ihr ausfüllen, da sind einfach einige Grunddaten von euch, Name, Adresse und so weiter. Diesen Zettel müsst ihr dann auch bitte behalten, den müsst ihr bei der Passkontrolle vorzeigen. Wenn ihr dann gelandet seid, werdet ihr direkt darum gebeten, die ausgedruckte Version zu zeigen von eurem PCR-Test. Das kriegt ihr, wenn ihr in Deutschland einen PCR-Test macht, ausgedruckt direkt. Da steht dann drauf, dass ihr ein negatives Testergebnis habt, denn sonst würdet ihr gar nicht erst ins Flugzeug gelassen werden. Und dann kriegt ihr ein Formular, was ihr ausfüllen müsst. Das wird auf Englisch sein, keine Sorge, ihr müsst kein Koreanisch können. Da werdet ihr dann nach eurem Namen, eurer Adresse, eurer Quarantäneunterkunft gefragt und ihr müsst eine Kontaktperson angeben mit einer koreanischen Telefonnummer, die eure Identität bestätigen kann. Also ihr seht, es ist ein riesiger Aufwand. Wie kann man so eine Person finden? Wenn ihr dort wegen eines Auslandssemesters seid, dann macht die Uni das für euch. Also die gibt euch dann direkt so eine Kontaktperson quasi, die ihr dann dort auch angeben dürft. Ansonsten müsst ihr das irgendwie durch Social Media euch besorgen. Es gibt ja bestimmte Facebook-Gruppen für so Deutsch-Koreanisch Austausch und so, da könntet ihr das vielleicht mal versuchen, kann ich mir vorstellen. Ansonsten, ja, durch Kakao Talk, durch irgendwelche anderen Apps versuchen dort eine Person zu finden. Es muss natürlich eine vertrauenswürdige Person sein, Leute, bitte, bitte habt das im Hintergrund, denn diese Person wird auch tatsächlich angerufen. Das ist kein Witz, das ist nicht einfach irgendeine Formalität. Die wird angerufen, die muss eure Identität bestätigen. Ja, dann geht's weiter zur Passkontrolle. Das ist in Korea ganz lustig. Da ist dann einfach so ein Schalter, dort sitzt auch ein Mitarbeiter. Das Ganze findet aber komplett digital statt, also euer Pass wird einfach nur eingescannt und diese Person ist eigentlich nur da, falls es irgendwelche Komplikationen gibt. Da müsst ihr auch noch mal kurz die Dokumente, die ihr ausgefüllt habt, vorzeigen mit dem PCR-Test. Dann geht's weiter und ihr bekommt euer Gepäck. Da bitte generell am Flughafen bitte keine Umwege machen, euch nur dort aufhalten, wo das Personal euch sagt, dass ihr euch aufhalten sollt. Nicht unnötig rumspazieren, da ist halt alles wirklich so abgeschirmt mit so Bändern. Keine Sorge, da sind tausende Mitarbeiter, die euch durch den ganzen Prozess leiten. Aber bitte stecht dort nicht aus der Masse heraus, denn keiner hat da Bock drauf. Es ist so schon anstrengend genug, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, dann geht ihr zu eurem Gepäckband, ganz normales Prozedere. Ihr bekommt dort einfach euer Gepäck, haltet dort genügend Abstand zu anderen Leuten und dann geht's mit eurem Gepäck einmal durch die Zollkontrolle.
Da ist eigentlich alles wie immer. Deshalb bitte im Internet einmal vorher durchlesen, was darf man überhaupt mit nach Korea nehmen und was ist verboten. Vermeidet verbotene Dinge mitzunehmen, ganz klar, sonst müsst ihr dort eine Strafe zahlen. Dann seid ihr eigentlich durch mit dem ganzen Prozess am Flughafen. Dann werdet ihr aber direkt angesprochen und gefragt, wie ihr zu eurer Corona-Unterkunft gelangen möchtet. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt entweder einen Quarantänebus nehmen oder ein Quarantänetaxi. Je nachdem, was ihr dort für eine Antwort gebt, kriegt ihr einen Sticker auf eure Kleidung, den ihr dann auch bitte drauf lasst. Denn je nachdem, für was ihr euch entschieden habt, hat der Sticker halt eine bestimmte Farbe. Dann bleibt ihr einfach kurz stehen, dann kommt wiederum ein anderer Mitarbeiter, der anhand der Farbe erkennt, wo der euch hinschicken muss. Also der kommt dann und dann sagt er, kommen Sie einmal bitte mit. Auf Englisch natürlich. Und dann werdet ihr weitergeleitet zu einer kurzen Wartestation und dann kommt ihr auch schon in eurem Bus oder in euer Taxi, müsst dann die Adresse sagen von eurer Quarantäneunterkunft, da werdet ihr hingebracht. Und dort müsst ihr dann auch sofort reingehen, ohne Umwege, nicht kurz einkaufen, nicht kurz spazieren, keinen Kaffee holen, nichts, ihr müsst sofort da reingehen. Ich denke, es versteht sich von selbst, dass ihr während des gesamten Prozesses eine Maske tragen müsst. Das ist ganz klar, aber ich denke, das wissen die meisten auch so schon von euch. Dann habt ihr für den Tag Ruhe. Aber am nächsten Tag müsst ihr wieder einen PCR-Test machen. Der ist dann abhängig davon, ob das Testzentrum sich in unmittelbarer Nähe befindet oder nicht. Denn wenn das direkt in der Nähe ist, dürft ihr zu Fuß dahin laufen. Es versteht sich selbst mit Maske. Aber wenigstens seht ihr dann mal ein bisschen was und kommt kurz raus. Auch wenn es nur für ein paar Minuten ist. Ansonsten, wenn das Testzentrum etwas weiter weg ist, dann müsst ihr wieder ein Quarantänetaxi nehmen. Auf eigene Kosten, versteht sich natürlich. Ja, wie läuft das im Testzentrum ab? Ihr kommt dort an, kriegt dort wieder ein Formular, was ihr ausfüllen müsst. Wieder Name, Adresse, Quarantäneadresse, eine koreanische Nummer müsst ihr dort wieder angeben. Und dann werdet ihr gefragt nach Corona-Symptomen, ob ihr die habt oder nicht. Das ist einfach zum Ankreuzen. Dann wird der PCR-Test bei euch durchgeführt. Und dann kriegt ihr in den meisten Fällen so eine Tüte dort. Dort ist einmal ein Fieberthermometer drin, Informationen rund um die Quarantäne, Masken sind da drin, Desinfektionsmittel und ein extra Müllbeutel, der hat eine bestimmte Farbe, worin ihr dann euren ganzen Müll während der Quarantäne entsorgen müsst, halt in diesem Beutel, denn so können die Entsorgungsbetriebe dort erkennen, dass dieser Müll von einer Person ist, die sich gerade in Quarantäne befindet, einfach nochmal um bestimmte Hygienemaßnahmen dort einhalten zu können. Ihr seht schon, das ist alles sehr organisiert in Korea und weil ihr dort ja eine Telefonnummer angeben müsst, wäre es natürlich sinnvoll, euch direkt eine koreanische Nummer auch zu besorgen, denn manchmal wollen die so kleine Updates von euch haben. Die schicken euch dann eine SMS, wo die dann nochmal nach eurer Körpertemperatur fragen oder irgendwie sowas und dann könnt ihr auch gucken, dass ihr euch tatsächlich in eurer Quarantäneunterkunft befindet. Darum geht es eigentlich bei dem Ganzen. Ja, danach, wenn ihr dann durch seid mit diesem Test und so weiter, müsst ihr natürlich ohne Umwege direkt wieder in eure Quarantäneunterkunft. Da wartet ihr dann auch auf das Testergebnis und ansonsten müsst ihr einfach die restliche Zeit dort absitzen, also insgesamt 14 Tage. Ja, lohnt sich das deshalb jetzt nach Korea zu reisen? Ich würde sagen nein, denn ihr müsst natürlich die ganzen Kosten für die Quarantäne selber tragen. Und auch alle anderen Kosten, die eigentlich anfallen. Und wer hat schon das Geld dafür? Erstens. Zweitens müsst ihr die doppelte Zeit auch noch einplanen. Wer kann bitte so viel Urlaub nehmen oder hat so viel Zeit an sich zum Reisen? Weil 14 Tage einfach wegfallen durch die Quarantäne. Wartet einfach, bis das alles sich ein bisschen legt. In Korea wird fleißig weiter geimpft. Keine Sorge, die versuchen das wirklich alles einzudämmen mit dem Virus. Und ich denke, ab nächstes Jahr wird schon ein kleines bisschen einfacher sein, nach Korea einzureisen. Ich denke, dass man trotzdem noch PCR-Tests braucht und so weiter und so fort. Und natürlich wird das Ganze höchstwahrscheinlich auch nur für geimpfte Personen gelten. Deshalb bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als einfach abzuwarten. Geduldet euch einfach. Ihr habt jetzt dadurch einfach umso mehr Zeit, um alles perfekt durchzuplanen und euch bestens vorzubereiten. Es werden auch noch einige Videos zu dem Thema von uns kommen. Und sobald die Nachricht kommt, wir können alle wieder nach Korea, kommt auch wieder ein Video dazu von uns mit den ganzen neuen Regelungen.
das war's mit dem Video. Falls euch das gefallen hat, gebt uns ein Like dafür, abonniert unseren Kanal, damit ihr weitere Korea-Tipps bekommen könnt. Wenn ihr dann noch die kleine Glocke aktiviert, werdet ihr auch immer benachrichtigt, dass ein neues Video von uns rausgekommen ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich schon. Ciao!